Hallöchen! Da bin ich wieder mit dem, wie man schon sieht, vierten Metroid-Teil, Metroid Fusion. Den letzten Teil, den ich auch vorhabe zu spielen, solange ich noch keine Capture Card für die Switch habe, für Dread. Hallöchen Toni und auch Hallöchen an alle, die schon da sind. Und danke für das weitere Abo, Toni. 23 Monate. Na, hast ja fast 2 Jahre voll. Passt doch sehr gut, dass gerade das Intro läuft, wenn man das Spiel startet. Hatte ich jetzt nicht so getimt, hat einfach gut gepasst. Ja, lass ich gelten. Wolltest du erst sagen, okay, nur Ügelchen darf mich so nennen, aber du darfst auch, Artu. Bist ja auch der geile Typ. Du darfst alles. So, würde ich mal sagen, nicht viel rumschnacken, gleich los. Fusion ist das erste Metroid, was ich jemals gespielt habe. Und auch das, was ich rein theoretisch am besten kann. Mal gucken, wie viel davon jetzt noch übrig bleibt. Das Spiel ist auf jeden Fall wesentlich storylastiger in Sachen Dialog als die ganzen anderen Metroid-Spiele. Und dann mal los. Also, man hatte mich mit der Aufsicht des Forschungsteams vom Biologic Space Labs beauftragt. Das verschaffte mir ein unerwartetes Wiedersehen mit dem Planeten SR388. Der Planet von... Oh Gott, fang es bloß nicht an mit den Goldings bei dem Stream am Montag. Zum Glück ist Sonne nicht hier. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, SR388, das ist der Planet von Metroid 2, wo Samus sämtliche Metroids ausgelöscht hatte. Während wir eine Höhle untersuchten, fiel mich eine Lebensform an, der ich noch nie zuvor begegnet war. Später begriff ich, was mich angegriffen hatte. Der parasitäre Organismus, den wir mittlerweile X nennen. Ich wusste nicht, in welchem Zustand ich bereits war, als ich zur Station zurückkehren wollte. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Die X-Infektion erreichte nur wenig später mein zentrales Nervensystem. Ich verlor mein Bewusstsein. Mein Schiff steuerte direkt auf ein Asteroidenfeld zu. Die Notfallsysteme des Schiffes schleuderten die Fluchtkapsel vor dem Aufprall heraus. Sie wurde von Biologic Space Labs Schiff geborgen und zum HQ der Föderation gebracht. In der Zwischenzeit jedoch vermehrten sich die X rasant und beschädigten dadurch große Partien meines Anzugs. Doch die organischen Komponenten des Anzugs waren zu eng mit meinem System vernetzt, um ihn während meiner Bewusstlosigkeit entfernen zu können. Die meisten Teile meines Anzugs mussten chirurgisch entfernt werden, was mein Aussehen dramatisch veränderte. Das X hatte sich außerdem zu tief in mein Nervensystem eingenistet, um ohne Risiko entfernt zu werden. Man räumte mir nur geringe Überlebenschancen ein. Doch dann schien man ein Heilmittel gefunden zu haben. Jemand machte den Vorschlag, Metroid-Zellen zur Produktion eines Anti-X-Serums zu verwenden. Offenbar war es der Föderation gelungen, Zellkulturen des letzten Baby-Metroid von SR388 zu konservieren. Das Serum wurde noch am selben Tag entwickelt und injiziert. Das ist sehr fix.
Mit Hilfe des Serums gelang es, sämtliche X-Parasiten sofort zu neutralisieren. Doch für mich war dieses Leben beendet. Obwohl ich überlebte, kehrte ich als jemand anders ins Leben zurück. Wenn ich so recht darüber nachdenke, wird mir klar, ich verdanke dem Baby Metroid bereits zweimal mein Leben. Wir haben die BSL-Forschungsstation fast erreicht. Es wird höchste Zeit, die Undock-Sequenz vorzubereiten. Der Schiffscomputer hat mich informiert, dass wir uns im Anflug auf die Biologic Space Labs, besser bekannt als BSL, befinden. Etwa zur gleichen Zeit, als man mich auf dem OP-Tisch zusammenpflegte, musste das Forschungsteam den letzten Schwung Musterexemplare von SR-388 sowie infizierte Teile meines Anzugs dorthin geschickt haben. Nachdem ich wieder bei Bewusstsein war, teilte man mir mit, dass eine unerklärte Explosion die Station erschüttert hat. Ich weiß nicht warum, aber tief in meinem Herzen hat diese Sache eine unbeschreibliche Angst ausgelöst, die ich kaum in Worte fassen kann. Und nun schickt man mich genau an diesen Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Die Leitung der Mission auf der BSL-Station übernimmt der neue Schiffscomputer. Mir bleibt keine andere Wahl, als die Befehle einer unflexiblen, kleinkarierten KI zu akzeptieren. Schließlich überließ man mir das Schiff nur unter dieser Bedingung. Keine leichte Aufgabe für mich, wenn ich an meine Probleme mit Obrigkeiten denke. Es ist bereits das zweite Mal, dass ich mich fügen muss. Wenn ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich an meinen anderen Captain denken. Ich erinnere mich noch genau. Ja, diesmal spielt das Spiel auf einer Raumstation. In der Quarantänestation hat sich eine Explosion ereignet. Dort befanden sich Kapseln mit jüngsten Proben von SR-388, sowie einige Teile ihres Anzugs, der durch X-Parasiten infiziert wurde. Die Ursache der Explosion ist unklar und zu untersuchen. Die Quarantänestation befindet sich hier. Vorsicht ist geboten. Viele ihrer latenten Fähigkeiten fehlen Ihnen noch. Denken Sie daran, Samus. Nutzen Sie unterwegs das Navigationsterminal, um eine Verbindung zu mir herzustellen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Machen Sie sich nun auf den Weg zur Quarantänestation. Hallöchen, Sonne. Springen, schießen. Links das Raketen, alles klar. Die Position der Quarantänestation wird angezeigt. Sensoren melden Biosignale. Seien Sie vorsichtig. Ah, da ist ja schon der Wichtel. Ja. Apfel! Apfel! Apfel. Auch wenn ich gerade keinen hier habe. Ja, was immer hier drin war, ist jetzt draußen.
Schlechte Nachrichten. Die Proben, die das Außenteam mitgebracht hat, sind von X-Parasiten befallen. Das X ist in der Lage, seine Opfer perfekt zu imitieren. Wirklich kann ihm jede einzelne Probe als Wirt gedient haben. Ein Wachsensor hat vor der Explosion ein Exemplar erfasst. Der Gallat-artige X-Parasit befällt den Wirt und vermehrt sich rapide. Das hat den Tod des Wirtorganismus zur Folge. Zudem absorbiert er die DNS des Wirtes, um eine Kopie von ihm zu bilden. Beinahe wären sie selbst der X-Infektion zum Opfer gefallen. Nur das Metroid-Serum konnte sie vor dem Tod bewahren. Scheinbar waren die Metroids die Hauptfeinde des X. Hat er recht. Deshalb hat das Serum so schnell und gründlich gewirkt. Doch auch ihre Zellstruktur hat es nachhaltig verändert. Sie sind jetzt gegen X immun. Freischwebende X-Parasiten, die ihren Wirt verlassen haben, können sie nun durch physischen Kontakt absorbieren. Auf diese Weise optimieren sie ihre körperliche Verfassung und regenerieren ihre Waffenvorräte, also Raketen und Leben. Es ist denkbar, dass dieses Phänomen sogar latente Kräfte reaktiviert. Nutzen Sie deshalb jede aussichtsreiche Chance, freigesetzte X-Parasiten zu jagen und aufzunehmen. Diese Station beherbergt viele Spezies, zumeist gefährliche. Wir müssen die X von den Brutstätten fernhalten, egal was dazu erforderlich ist. Das ist überlebensnotwendig. Ich verzeichne bereits eine massive Anhäufung von Biosignalen in diesem Trakt. Die X sammeln sich. Dies mag unsere Chance sein, sie auszulöschen, aber Samus, sie verfügen lediglich über 10% ihrer Kampfkraft. Ihre Überlebenschancen tendieren gen Null. Die Föderation braucht sie, und zwar lebend und bereit. Zum Einsatz, Samus. Anweisung klar? Ja. Gehen Sie nun, ich habe alle Ebene Null-Schleusen entriegelt. Sie erkennen sie an den blinkenden Schotten. Ich habe neue Informationen vom HQ erhalten. Sie halten Waffendaten zum Download für Sie bereit. Nach Übertragung dieser Daten verfügen Sie über Missiles. Sie sind sehr hilfreich bei Gegnern, denen Ihr Beam nichts anhaben kann. Gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Der Datenraum befindet sich hier. Sind die Anweisungen klar? Ja. Durch die Missiles steigt Ihre Überlebenschance meinen Berechnungen zufolge auf 20%. Wird ja mal besser. Irgendwie weckt der Computer Erinnerungen in mir an diesen Captain der Föderation, dem ich unterstand, Adam Malkovich. Bei Einsätzen nannte er mich immer Lady. Bei jedem anderen wäre das als Sarkasmus verstanden worden, doch Adam verlieh dem Ausspruch Würde. Aus Respekt und mit ein wenig Ironie vielleicht, habe ich mich entschlossen, den Computer nach ihm zu benennen. Nein. Den Speicherraum brauche ich nicht.
Spektakulär. Ein elektrischer Störfall hat die Aufzüge des Hauptdecks zum Stillstand gebracht. Dies könnte in Verbindung mit den X stehen. Ich versuche es herauszufinden. Nun zu Ihnen. Finden Sie eine alternative Route zum Zielort. Er befindet sich hier. Ja, das weiß ich noch. Ich erhalte umfangreiche Biosignale von dort. Hoffentlich sind Ihre Missiles voll funktionstüchtig. Ihr Missile-Depot lässt sich an einem der Regeneratoren oder durch Kontakt mit einem speziellen X-Parasiten wieder auffüllen. Sie werden ihnen mit Sicherheit begegnen. Anweisung klar? Ja. Yeah. Momentan bleibt Ihnen nur der Einsatz von Missiles. Zögern Sie nicht, sie einzusetzen. Dringen Sie nun zum Zielort vor. Ja, ist das, was ich meinte. Hier sind halt wirklich sehr viele Dialoge drin. Also für Metroid-Verhältnisse. Ja, der Aufzug war ja kaputt. Stimmt. Das wusste ich noch. Mann, habe ich mich jetzt erschreckt. Irgendwo war hier, glaube ich, noch ein Geheimraum. Morphball erlangt. Ich hatte es befürchtet, Samus. Die X-Parasiten sind in die Brutstätten eingefallen. Die Biosensoren zeigen Abnormalitäten in Sektor 1 an. Sektor 1 ist eine Simulation des Ökosystems von SR-388. Sie erreichen ihn, indem Sie zuerst die Zugangsebene über den Hauptaufzug aufsuchen und dann Aufzug 1 benutzen. Sind Anweisungen klar? Ja. Nutzen Sie das Navigationsterminal gleich am Anfang des Sektors, um weitere Anweisungen zu erhalten.
Wer immer den X-Parasiten Zugang zu den Anlagen verschafft hat, steht vermutlich auch in Zusammenarbeit. Oh. Steht vermutlich auch in Zusammenhang mit der Explosion. Ich bin falsch. Ah, okay, ich war doch richtig. Hab falsch geguckt. Oh. Das war zu kalt. Das SAX. Das wird noch lustig. Der Hauptaufzug, der zur Zugangsebene führt, wurde schwer beschädigt. Bedauerlicherweise wird er für einige Zeit komplett ausfallen. Es scheint das Werk eines unbekannten Agenten zu sein. Und offensichtlich verfügt er über enorme Kräfte. Das kann kein Mensch sein. Nicht wirklich. Ich werde Sie informieren, wenn ich neue Informationen habe. Auch genug dazu. Hören Sie genau zu. Die X haben im Sektor 1 die Klimastabilisatoren infiltriert. Offensichtlich wollen sie die Umgebung ihren Bedürfnissen anpassen. Sie beginnen bereits mit ihrer Vermehrung. Säubern Sie alle 5 Klimastabilisatoren, um sie aufzuhalten. Hinweise klar? Ja, ausgezeichnet. Machen Sie sich auf den Weg. Klar, Knacki sind doch immer da.
Ja, noch habe ich das Spiel noch halbwegs gut in Erinnerung. Hallo. Und der Charge Beam.
Ah. Hallöchen, Igelchen. Halt. Ich habe da gerade was gesehen. Ah. Achtung, ein Prägson. Die Klimastabilisatoren sind wieder im Einsatz. Doch wie es scheint, haben viele X bereits andere Sektoren erreicht. Hallöchen, Sakko! Zu den Einzelheiten. Sektor 2, Tro, ein tropischer Lebensraum, weist einige Abnormitäten auf. Ich vermute, die X sind mit Hilfe unseres... Keim, wir haben es dir 1000-mal gesagt. Drück die Y-Taste 1000-mal und du bist trotzdem gestorben. Hier gibt's keine Y-Taste! Unidentifizierten Saboteurs in diesen Sektor gelangt. Er oder es hält sich möglicherweise in Sektor 2 auf. Samus machen sich auf den Weg dorthin. Wir müssen diesen Irrsinn beenden. Anweisung klar? Ja. Weitere Anweisungen erhalten Sie am Tro-Navigationsterminal. Das Spiel? Nee, das ist nicht neu. Während der Einsatzbesprechung musste ich an Adam denken. Der richtige Adam. Konnte mich gut verstehen. Nachdem er seine Befehle gegeben hatte, fragte er immer, irgendwelche Einwände, Lady? Dabei wusste er genau, dass ich einverstanden war.
Das war seine Art, unser gegenseitiges Vertrauen zu begründen. Ich frage mich, ob ich diesem Computer auch vertrauen kann. Hi, Thief of Dragon. Ist ja gerade richtig was los. Ich kenne nur die Identität des rätselhaften Saboteurs. Samus ist es ein X, das sie perfekt nachahmt. Deshalb werde ich es künftig SAX nennen. Als SAX bezeichnen, Entschuldigung. Sein Ursprung liegt offenbar in den Kapseln, in denen die infizierten Reste ihres Anzugs aufbewahrt wurden. Durch den Einsatz einer Powerbombe konnte es aus der Quarantänestation fliehen. Die Explosion zerbrach sämtliche Kapseln mit X-Parasiten, der Anfang dieses Desasters. Doch unsere größte Sorge stellt momentan das SAX dar. Das SAX verfügt über ihre uneingeschränkte Kampfkraft. Bei einer Begegnung hätten sie nicht die geringste Chance. SAX. Nicht SEX, SAX für Samus X. Rennen Sie um Ihr Leben, falls Sie ihm begegnen. Denken Sie erst gar nicht ans Kämpfen. Noch immer sind Sie äußerst kälteempfindlich. Ein unerwarteter Nebeneffekt des Metroid-Serums. Ein Eisbeam könnte Sie wie ein Metroid einfrieren. Natürlich verfügt das SAX über einen Eisbeam. Meiden Sie es also. Nochmals, rennen Sie davon, wenn Sie es sehen. Das HQ hält im Datenraum die Bombendaten bereit. Bomben sollten Ihnen helfen, einen Ausweg zu finden, falls Sie dem SAX ausgeliefert sind. Hier finden Sie den Datenraum. Allerdings ist er durch eine ebene Einschleuse abgeriegelt. Suchen Sie daher zunächst das Sicherheitsterminal auf, um die ebene Einsperre zu lösen. Es ist jedoch gemäß der Sicherheitsprotokolle nicht auf der Karte verzeichnet. Sie müssen es selbstständig finden. Suchen Sie zuerst das Sicherheitsterminal und lösen Sie die Ebene einsperren, dann suchen Sie den Datenraum, um die Bombendaten zu erhalten. Sind die Anweisung klar? Ja. Nehmen Sie sich bei dem SAX dann ab. Was der Sakko immer versteht, oder besser gesagt, was er gerne verstehen möchte. Ja, damit du nicht was Falsches verstehst. Mein Lieber. Auch wenn der vulkanische Groß nicht zwangsweise was mit der Sternflotte zu tun hat. Oh, das ist der Datenraum. Ja, wir haben es jetzt schwierig gewesen, weil mit der Hand drücke ich ja den Feuerknopf. Ja, mit der Hand kann ich es sogar noch besser. Aber richtig rum ist es halt so rum. Nee, so spricht einer, der zu viel weiß.
als Kind habe ich damals diesen Gruß geübt und habe halt gemerkt, okay, mit der linken Hand, obwohl ich eigentlich Rechtshänder bin, kann ich das viel leichter. Bis ich irgendwann festgestellt habe, nee, der Gruß wird eigentlich immer mit der, also mit der linken Hand konnte ich es zuerst besser, aber habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, der Gruß wird immer mit der rechten Hand gemacht. Also muss ich es dann mit der rechten Hand üben. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe es durchgezogen. Ja, anscheinend ist Sakko nicht der. Nee. Diesen Gruß, der Vorschlag, dass das ein Vulkaniergruß sein soll, der kam tatsächlich vom Spock-Schauspieler Leonard Nimoy. Ja, das Grüßen! Mit der rechten Hand üben, den Vulkaniergruß zu machen, weil ich den vorher halt nur mit der linken konnte. Den Vulkaniergruß, nicht das, was du wieder denkst. Ja, absolut. Das ist ja nichts Neues, Sonne. Du hast dich ja bei den ganzen Goals auch fast eingepinkelt. Tja, da war das SAX gerade hier. Ist das auch durch? Oh, hier war es. Ah, Gott. Sakko, warum musstest du das mit dem Vulkan der Groß nochmal so explizit erwähnen? Ich denke aber halt oft unschuldig. Ja, doch, haben sie schon. Aber noch nicht so stark.
Nein, ich will nicht der Belag sein und ich werde auch nie der Belag sein. Und deine Ausrede, bleib doch in der Familie, macht's nicht besser. Ah. Aha, damit ist die Frage jetzt nun bei Sakko und bei Sonne geklärt, Licht an oder aus. Ja, bei den komischen Sachen, die er da schreibt. Wie soll ich da anders drauf reagieren? Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, natürlich geht es dann nur ums Essen. Deswegen. Wenn man den Kontext vorher bedenkt, bin ich mir nicht so sicher, ob es da wirklich nur ums Essen ging. Der gerade runter. Ja, keine Gürkchen. Ah, ich weiß, welcher Boss hier kommt. Guck mal, Sonne, ein Spielzeug für dich.
Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Ah, daneben. Oh, das war jetzt fies. Also. High Jump und Sprengball. 2 in 1. Ja, genau. Ah, okay. Oh, stimmt, jetzt sind da die ganzen Raupen hier verkapselt. Das Vieh hat eben Zeit. Es braucht nicht hetzen. Ich meine, ich bin für das Ding ja eh keine Gefahr. Wenn ich jetzt vorzeitig dann noch runtergesprungen hätte, hätte das mit mir kurz einen Prozess gemacht.
Nee, das Ding ist eine Kopie. Das ist eine Kopie von Samus. Erzeugt durch die X-Parasiten. Nein, dafür steht es nicht. Die X sind parasitäre Organismen, die einen Wirtskörper befallen, ihn töten und dann imitieren. Das ist, denke ich mal, die gute Kurzfassung. Da hoch. Ah. Und diese Parasiten, die waren halt auf dem Planeten, wo man in Metroid 2 war. Und das ist auch der Grund, weswegen die Metroids dort von den Shikuzu ausgesetzt wurden, weil die wurden als natürliche Feinde zu den X-Parasiten erschaffen. Und nachdem Samus die Metroids vernichtet hatte, konnten sich die X auf dem Planeten wunderbar ausbreiten. Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Das SAX ist in die Wasserumgebung von Sektor 4 Aqua eingedrungen. Und mit ihm mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleusen konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Anweisungen klar? Sehr gut. Machen Sie sich nur auf den Weg zu Sektor X. Nein, das bringt nichts. Und Samus kann auch nur gegen die X-Parasiten bestehen, weil sie halt ein Metroid-Serum bekommen hatte, nachdem sie selbst befallen wurde davon. Das SAX. SA, nicht SE. Ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Das SAX ist eine Kopie, ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es sein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Ja, nicht nur das SAX, die X-Parasiten allgemein. Wenn die sich in der ganzen Galaxie verbreiten, kann niemand sie aufhalten. Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind, doch das hier... Scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das SAX über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, diese X. Vor allem das SAX. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Ceres nannten. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weitreichendsten starken Verwüstungen sind vermutlich Ceres zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das SAX es befreit, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum. Ceres ist wahrscheinlich zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren. Wenngleich es sich um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Andernfalls könnte es in weitere Sektoren eindringen. Anweisungen klar? Ja. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch wir können sie nicht vor dem Netz trennen. Dies hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen.
Wenn Sie in Kontakt mit Wasser geraten, so erleiden Sie einen schweren elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Und so erlegt sich jetzt vordringen. Da lag ja was. Oh, okay. Hier war nur eine Speicherstation. Und trotzdem mal versuchen, diese Raketen zu erreichen. So war das.
Apfel! Apfel! Gut, war der falsche Weg, aber auch der richtige. Boah, nee, Apfelkuchen mag ich zugegebenerweise gar nicht. Ich müsste von... Moment mal. Muss ich doch von hier ran? Ich glaube, hier werden einige Dinge wieder im falschen Kontext dargestellt. Ah, okay. Hier brauche ich die Speed Booster, die ich glaube ich erst, wenn diesen Ceres bekomme, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah. Ah, ja.
Äh. Ich gebe zu, jetzt bin ich kontexttechnisch mal sowas von raus. Den er gerade besprecht. Königstiger und Dings und... Oh. Wie es aussieht, wurde das Viech selbst von X-Parasiten befallen. Ich hab... Nee, Rum habe ich noch nie getrunken. Whisky ja, Rum nein. Dazu hat mich der Knackewichtel noch nicht verführt. Oder war das in dem... Ja, okay, habe ich vielleicht doch schon mal rumgetrunken, aber halt nur in so ein Mix-Ding. Oh ja, jetzt kommt das Vieh. Ah, komm. Oh. Ah, jetzt weiß ich wieder. So, und jetzt zu der Stelle, wo ich den Wasserpegel senken konnte.
Du tust wohl gerade saufen, das große Thema. Hm? Kann sein, dass mein Chat schon wieder nicht funktioniert. Kann mal jemand kurz was schreiben? Ah ne, funktioniert noch. Alles klar. Nee, in dem Fall Wasser. Ah. Ach ja. So, nochmal Anlauf nehmen. Da brauche ich eine Powerbombe. Die Dinger blasen nicht auf, weiß ich noch. Da brauche ich Eis. Also war auch Ceres mit X infiziert. Nun zumindest haben sie eine weitere Fähigkeit zurückgewonnen. Bei diesem Tempo könnten sie schon bald dem SAX entgegentreten. Dennoch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das AQ stellt weitere Daten zu ihrer Unterstützung bereit. Es handelt sich dabei um neue Missile-Daten. Sie sind auf dem Weg... Sie sind auf diesen Daten angewiesen, aber der Datenraum des Sektors ist durch eine Ebene 4 Sperre gesichert. Der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis es zwingend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SAX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster. Ganz so, als wolle es die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Samus, die beste Möglichkeit zum Download bietet sich in Sektor 3.
Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der Pyro-Datenraum auf Ihrer Karte verzeichnet. Anweisung klar? Ja. Begeben Sie sich nun zu Sektor 3. Danke, Sakko, und viel Spaß beim Tanzkurs. Oder als Showtanz. Glücklicherweise sind die X noch nicht in diesen Bereich eingedrungen. Der Datenraum dieses Sektors ist durch eine weitere Sicherheitssperre versiegelt. Daher müssen Sie vor dem Download das Sicherheitsterminal aufsuchen und die Ebene 2 Schleusen aktivieren. Allerdings verschafft dies dem SAX sowie den X Zugang zu diesem Bereich. Doch wir haben keine Wahl. Die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten hat Priorität. Der Datenraum befindet sich hier. Wie ich bereits erwähnte, werden Sicherheitsterminals nicht auf der Karte angezeigt. Seien Sie vorsichtig, Samus. Wir stoßen hier auf äußerst aggressive Lebensformen und meiden Sie die Bereiche mit extrem hohen Temperaturen. Ihr Anzug hält diese Hitze noch nicht stand. Aber wir arbeiten daran. Ebene 2 Schleusen lassen sich am grünen Schotten erkennen. Lösen Sie die Sperre und gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Die Super Missiles-Daten steht dort für Sie bereit. Die Durchschlagskraft Ihrer Missiles verdreifacht sich dadurch durch diese Daten. Sind die Anweisungen klar? Ja. Aktivieren Sie zunächst die grünen Schleusen, begeben Sie sich danach zum Datenraum. Die direkte Route schließt Hochtemperaturbereiche aus. Sollten Sie einen solchen Bereich betreten, kehren Sie um. Ja. Dafür war ja der Warrior Suit notwendig. Als schade. Ich habe mich jetzt aber nicht selbst ausgesperrt, oder? Ah. Ah.
Da ist er ja. Hatte ich auch den richtigen Riecher. Ja. Ah, hier. Okay, muss ich auch den Schrägsprung machen. Und ich muss ja nach unten. Ah, ich sehe da unten ein Rohr. Nee. Bin maximal verwirrt. Glaube ich, keinen anderen Weg. Muss wohl doch einen anderen Weg geben. Ja, aber hier komme ich auch nicht lang. Und da ging es ja auch nicht. Ah, meine Erinnerung lässt nach. Da, vielleicht. Nee.
Ah, da war der Weg. Ah. Also. Ah, sowas. Ja, was für eine Überraschung. Die Tür ist kaputt. Das war der falsche Weg. Hui. Ah, und jetzt komme ich hier unten durch, ja. Ah, okay. Hüpf, Bällchen, hüpf. Hat's irgendwo gekracht.
Stimmt, hier waren die Super Missiles nicht separat. Hier haben sie die normalen sozusagen ersetzt. Oh, Türwache. Oh. Screw Attack habe ich nicht. Ah. Das nehme ich gern. Wie ich sehe, sind Sie auf einen abtrünnigen Wachroboter gestoßen. Sie dürfen ihn zerstören, falls Sie ihn erneut begegnen. Ihre Sicherheit genießt höchste Priorität. Ach, da fühle ich mich doch gleich viel wohler. Nun zu Ihren Anweisungen. Die Ebene 2 Sperre ist gelöst. Es sind Sektoren 5 und 6 zugänglich. Daher müssen wir wohl davon ausgehen, dass auch die X mittlerweile in diesen Sektoren eingedrungen sind. Sie lassen sich nicht so leicht aufhalten, wie wir zunächst annahmen. Die Temperaturen in Sektor 5 Arc liegen weit unter Null. Sie sind aufgrund der Nebeneffekte des Serums immer noch sehr kälteempfindlich. Daher ist das Klima dieses Sektors lebensbedrohlich für Sie.
Meiden Sie Sektor 5 bis auf Weiteres. In der Zwischenzeit arbeitet das HQ an Daten, die Ihren Anzug gegen extreme Temperaturen widerstandsfähig werden lässt. Sobald wir die Daten erhalten, stehen sie Ihnen zum Download zur Verfügung, aber die X haben alle Datenräume vernichtet, die sie bisher benutzt haben. Ich habe keinerlei Zweifel mehr, dass sie zu zielgerichteten, intelligenten Denken fähig sind. Sie müssten die Datenräume im nächtlichen Lebensraum von Sektor 6 NOC benutzen. Begeben Sie sich zu Sektor 6 und suchen Sie dort das Navigationsterminal auf. Anweisung klar. Jupp. Passen Sie auf sich auf, Samus. Nur Sie können diese Mission zu einem Erfolg führen und das X ist vermutlich weit gefährlicher als vermutet. Ja, definitiv. Schöpft Samus bereits irgendeinen Verdacht? Nein, ich denke nicht. Gut, behalte sie im Auge. Positiv, Ende. Tja, die Föderation hackt im Hintergrund wohl was aus, hinter Samus Rücken. Die Warrior-Suit-Daten vom HQ sind eingetroffen und stehen zum Download bereit. Begeben Sie sich zum nächstliegenden Datenraum. Es gibt jedoch ein Problem. Die X aus dem arktischen Sektor Ark halten sich mittlerweile in Sektor 6 auf. Und sie haben sie durch die Kälte verändert. Der Kontakt mit ihnen versetzt ihren gesamten Körper in einen Frostzustand. Dies scheint eine gezielte Angriffstaktik zu sein. Nach dem Download der Warrior-Suit-Daten ist dieses Risiko ausgeräumt. Bis dahin ist aber äußerste Vorsicht geboten. Der NOC-Datenraum befindet sich hier, vergessen Sie nicht. Vermeiden Sie den physischen Kontakt mit dem blauen X. Nutzen Sie Ihren Beam, um blaue X kurzzeitig zu betäuben. Sind die Anweisungen klar? Ja. Halten Sie die Augen offen. Die X haben sozusagen die Jagd auf Sie eröffnet. Samus, in diesem Bereich ist es stockfinster. Dringen Sie also mit äußerster Vorsicht vor. Okay. Ich denke, wir gehen später rein. Okay.
Ich weiß. Das war jetzt ein bisschen dummig. Oh, das war jetzt fies. So, kann ich hier meine Energie wieder auffüllen. Ich muss Energie auffüllen noch sparen können. Oh, ich muss da drüben doch nach rechts. Halt. Ich muss einen höher. Warte mal. Kann ich... Ah, links weiter. Natürlich hat das Ding meine Powerbomben. Was war denn hier nochmal der Boss? Oh, ja klar. Der klaut meine Daten. Ich glaube, hier war es die Riesenbazille.
Noch einer. Mein Barrier Suit. Schade. Krieg's nicht hin. Haha, jetzt kann ich euch absorbieren, ihr Mistviecher. Ah ja, jetzt merken sie, dass ich gegen die immun bin und hauen ab. Eieieiei. Oh. Die waren nach oben. Okay. Ah, Powerbombe. Screw Attack. Ah, schade.
Oh. War eigentlich noch immer was, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ist auch garstig gefälschter Waffentank. Noch hier einen Auffüllungsraum. Ach, warte. Da hat sich doch wieder jemand ein Bot auf meinen Kanal verirrt. Zack. Und weiter geht's. Wie konnte das X an die Varia-Suit-Daten gelangen? Es würde nur einen Sinn ergeben, wenn die X derartige Daten organisch auswerten könnten. Nun, sie haben jedenfalls diese Daten sichergestellt. Damit sind sie jetzt gegen extreme Temperaturen geschützt. Viel wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass das SAX sie nicht mehr einfrieren kann, was ein Entkommen erleichtert. Doch momentan sind sie noch völlig wehrlos. Das SAX ist ihnen einfach überlegen. Ihr gesamtes Waffenarsenal kann ihm derzeit nichts anhaben. Simulierte Szenarien legen allerdings die Vermutung nahe, dass eine durchdringende Beam-Technologie, die des Plasma-Beams, eine Wirkung hätte. Für die Entwicklung solcher Daten wird das Akku einige Zeit benötigen. Vielleicht haben sie die Chance, den Plasma-Beam durch die Aufnahme eines großen X-Kerns wiederherzustellen, so wie es auch beim Charge-Beam der Fall war. Was jedoch den Ice-Beam anbelangt, ich bezweifle, dass diese Vorgehensweise hierbei Erfolg verspricht. Ihre momentane Zellstruktur würde diese Erweiterung abstoßen. Daher hat das Akku Ice-Missile-Daten entwickelt. Ihre Missiles erhalten dadurch einen einfrierenden Effekt. Das dürfte sich als sehr nützlich erweisen. Suchen Sie Sektor 5 ARC auf, um den Download zu erledigen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Machen Sie sich auf den Weg.
Sie benötigen die Eismistel-Daten, aber wie Sie vielleicht bereits vermuten, unterliegt dieser hiesige Datenraum den üblichen Sicherheitsbestimmungen. Der Raum ist durch eine Ebene 3 Schleuse gesichert, die Sie an den gelben Schotten erkennen können. Lösen Sie die Sicherheitssperre und erledigen Sie den Download wie gewöhnlich. Testen Sie das Anwendungsfeld der neuen Missiles. Sie dürften recht hilfreich sein. Anweisung klar? Ja. Sie wissen, was zu tun ist. Kein Y-Taste nicht gefunden, 1000-mal erklärt und trotzdem abgestürzt in Sekunden. Kein Donkey Kong Verbrecher, sagst die Musik sei nicht einprägsam. Bruder, unser Herz wird schwächer. Kein Pessimist im Dauerlauf. Hi Onkel, schön, dass du wieder da bist. Manchmal einfach auf. Kein Fähigkeitsproblem Deluxe, Donkey Kong war nicht so schwer. Du hast nur Y nicht gedrückt. Nein, das ist nicht der Wassersektor, das ist der Eissektor. Achtung, einprägsam. Habt ihr noch einen letzten Wunsch? Ja, das Lied aus der Super-Perforator-Werbung. You don't have to wait for later, he's a new eliminator. Ask your local weapon trader for the Super Perforator. Stress, just cool it, here's a special bullet. Put it in the magazine, boom, bang into your beam. You can call the operator for the Super Perforator. Killing is our habit. Make you wiggle like a rabbit, but before you die, my dear. And a final glass of beer, and before the break of dawn, we'll have you back where you belong. Sprinkling the lawn. Bang, 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 boom, boom. Meet your doom. Call us soon. The local weapon trader. With your Super Perforator. Cheers!
Sind die überhaupt noch da? Die beiden Wichtels, die beiden Knackis. Ja, jetzt habe ich die Icies. Und schon wieder. Oh, der ist schon groß. Ich muss auch wieder einen anderen Weg finden. Ah, ja. Ja, zum Bleistift.
Ah. Daran konnte ich mich noch erinnern. Ist das der richtige Weg? Nee. Warte. Ist doch hier lang. Dazu brauche ich etwas mehr Feuerkraft in Form einer Powerbombe. Da ist das Mistvieh. Nightmare. Nee, da brauche ich eine Powerbombe. Emergency in Sector 3. 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 Notfall in Sektor 3. Der gesamte Bereich steht unmittelbar vor der Schmelze. Das Kühlsystem des zentralen Heizsystems muss defekt sein. Der Defekt droht den Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen und somit die gesamte Station zu zerstören. Uns bleibt noch ca. 6 Minuten. Laufen Sie zu Sektor 3 und suchen Sie den Kontrollraum auf, der neben den Heizraum zu finden ist. Die meisten Systeme in Pyro sind bereits außer Betrieb, doch wir wissen, wer auch dieses Mal verantwortlich ist. Das SAX wird sich Zugang zur Steuerungsdatei des Systems verschafft haben. Dieses Maß an Intelligenz ist beachtlich. Sind die Anweisungen klar? Ihm bleibt nur wenig Zeit. Laufen Sie zum Kontrollraum in Sektor 3.
Wie komme ich da nochmal hin? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nee, war er nicht. To main boiler explosion. Ist hier lang? Ah, das war auch der falsche Weg. Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Hä, wie komme ich da noch mal hin? Ich bin gerade echt aufgeschmissen, wie ich da noch mal hinkomme. To main boiler explosion. Nö. Ah, vielleicht komme ich hier ganz runter. To main boiler explosion. Ah, ich hab's geschafft.
Geh da weg, dummes Vieh. System wieder in Betrieb. So. Fliegt mir die Station doch nicht um die Ohren. Ich wollte nicht in die Feuersuppe. Was hier drin ist. Hier war der richtige Weg. Genau. Nee, falsch. Ein Forscher wurde also von einem X imitiert. Dadurch wird einiges klar.
Das X kann die Erinnerung und das Wissen seines Opfers übernehmen. Das ist eine bemerkenswerte Entdeckung. Saku ist sehr beeindruckt. Aber ist das nicht seltsam? Die Station mitsamt aller X an Bord wäre zerstört worden, ganz abgesehen vom SAX. Das ist eigentlich unvereinbar mit dem Selbsterhaltungstrieb der X. Es sei denn, ihre Präsenz, Samus, würde eine viel größere Bedrohung für die Existenz der X an einem anderen Ort bedeuten. Doch das ist rein spekulativ. Vielleicht befindet sich ihre Überlebenstrieb im Konflikt mit ihrer jüngst erworbenen Fremdintelligenz. Dennoch sollten sie wachsam bleiben. Noch immer stellen die X eine große Bedrohung dar. Samus, ich erhalte die Biosignale vom Unterkunftsdeck. Gibt es vielleicht Überlebende? Der ursprüngliche Forscher, dessen Kopie sie sahen, konnte relativ lange durchhalten. Vielleicht besteht Hoffnung. Der Ursprung der Signale liegt hier. Sind Ihre Anweisungen klar? Ich konnte soeben die Stromversorgung des Hauptaufzugs wiederherstellen. Benutzen Sie ihn zur Rückkehr und halten Sie Ausschau nach Überlebenden. Speed. Das war eigentlich hier. Ach ja, das war der Kälteraum. Und da haben die tatsächlich Ridley hier auf die Station gebracht, eingefroren. Also seine Leiche. Ich muss erst. Ah. Ach, guck an. Die Tierchen, die man in Metroid, Super Metroid gerettet hat. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich sie in meinem allerersten Durchlauf nicht gerettet hatte. Verdammt. Los, tau wieder auf. Natürlich, dann treffe ich.
Und da gab es von hier auch einen Weg. Nee. Oh, sag das bitte nicht, ich muss... Oh, das ist fies. Okay, so geht das leichter. Ich glaube, ich... Verdammt. Ah, gut, ich tauche wieder auf. Ah ja. Okay, ich brauche die Dinger. Oh. Ja. Bedankt sich höflich und jetzt sind sie. Und zum Glück wurden die Tierchen nicht von den X-Parasiten befallen. Etekos und Dakoras. Ich bin diesen intelligenten Wesen schon einmal begegnet und scheinbar haben sie mich erkannt. Seltsam, ausgerechnet hier auf sie zu stoßen. Damals halfen sie mir, ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken. Doch wo sind sie hingelaufen? Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit. Die haben die Zerstörung eines Planeten ausgehalten, also das sind Überlebenskünstler. So, der Datenraum war da unten. Die Überlebenden waren also nicht menschlich. Bedauerlich. Damit wäre nun der Tod der gesamten Besatzung bestätigt. Von diesem Szenario war auszugehen. Doch ich hatte bis zuletzt die Hoffnung bewahrt. Ich denke, die X haben den Forscher nur wegen seines Wissens infiziert. Er konnte den Kampf mit ihnen nicht gewinnen. Die restliche Besatzung diente den X lediglich als Nahrungsquelle. Sie entwickelten sich und wurden zunehmend stärker, Samus. Es gibt mittlerweile einige Arten, die Resistenz gegen ihre momentanen Waffen sind. Das Aku hat diese Entwicklung vorhergesehen. Sie stehen kurz davor, die Entwicklung von Powerbombendaten zu beenden und sie zu senden. Sind die Anweisungen klar? Führen Sie unverzüglich den Download durch. Die Auswahl an Datenräumen ist auf einen in Sektor 5 arg begrenzt. Also da war ich ja schon mal. Aber kommt jetzt nicht die Sache mit Nightmare? Den habe ich keinen Bock, weil das ist ein Albtraum.
Aufnahme drehen. Sie müssen... Oh, Sie müssten sich an den Datenraum erinnern können. Aber ich zeige Ihnen noch einmal seine Position. Ja, ich weiß auch, wo er ist. Ja. Machen Sie sich auf den Weg. Habe ich vor. Ah. Das war ein versteckter Zugang. Hier brauchte ich ja die Powerbomben, die ich ja gerade einsammeln möchte. Powerbomben! Ja, ich muss da noch ganz unten. Verdammt. War das hier schon? Oh, ich jetzt einen Schreck. Oh, ich glaube, hier musste ich rennen. Hier muss ich eine Powerbombe zünden und dann ab durch die Mitte. Nein, hat mich erwischt. Ah, verdammt. Ah, stimmt, das war ja die fiese Stelle.
Hoffentlich klappt es diesmal besser. Geh nach hinten, so weit wie möglich. Das war der erste SAX-Kontakt. Leider nicht der letzte. Ja. Ah, ja auch, okay. Nein! Hier muss ein bisschen weiter. Ah! Jetzt ist es wieder zu. Warte mal. Hier rein. Nein! Oh, verdammt.
Hat geklappt. Ja, jetzt komme ich ja hier an Dings ran. Hä? Ah, da oben. Hey, nein! Oh, Samus, du Idiotin! Na klar, dadurch, dass ich gestorben bin, habe ich hier den Container nicht mehr. Kehren Sie zu Ihrem Schiff zurück, Samus. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Und natürlich hat sie ein Ex-Parasit seine restlichen Überreste geschnappt.
Ah, stimmt, ja. Der Hauptreaktor ist ausgefallen. Daher stehen alle Aufzüge und Systeme in der Station still. Und natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls Sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, könnten Sie ein Notstromaggregat aktivieren. Notstromaggregat aktivieren. Meine Fresse. Danach analysieren wir, warum der Hauptreaktor ausfiel. Sind die Anweisungen klar? Doch nun zum eigentlichen Grund, wegen dem ich Sie herbeordert habe. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Ich konnte eine X-Infektion ausschließen und habe ihnen daher Unterschlupf gewährt. Wissen Sie irgendwas über diese sonderbaren Lebewesen? Ja, das sind die Knuffigen, die ich an Cebes gerettet und vorhin auch wieder gerettet habe. Ihr Auftauchen inmitten einer solchen Katastrophe muss eine Bedeutung haben. Ich werde sie weiter hier behalten. Zu groß, zu gütig. Nein. Ja. Wollte nochmal speichern. Ja, jetzt kommt ein richtig ekliger Teil. Naja, Speicherstationen sind natürlich auch außer Betrieb. Also sind sie konsequent gewesen. Hier komme ich nicht weiter. Hier war das spinnerig. Das wäre jetzt nichts für Toni. Wo ist es eine mechanische? Und schon erwischt. Ah, verdammt.
Uh. So, andere Richtung. Notstromaggregat aktiviert. Die Regeneratoren sind und die Regeneratoren und Speicherstationen sind wieder einsatzbereit. Doch mit Notstrom allein bleiben Aufzüge und Schleusen weiterhin außer Betrieb. Ohne einen funktionierenden Hauptreaktor sitzen wir fest. Vermutlich ist der Bewuchs, der Ihnen sicher aufgefallen ist, der Auslöser des Problems. Er blockiert die Belüftung des Reaktorsystems. Sind Ihre Anweisungen klar? Verfolgen Sie die Wurzeln zurück bis zu ihrem Ursprung. Hier in die unten habe ich keinen Zugang. Nee, okay, das war doch irgendwo unten. Verdammt mich. Ah. Ich sehe es. Dieses Grünzeug. Oh nein. Das war ja schon da. Da brauche ich mehr Energie. Also temporär zurück zum Schiff und nochmal auftanken. Falls es möglich war. Ach, war möglich.
Nein, nein. Ja, ich weiß. Das Problem ist nur, dass da was Ekliges noch auf mich wartet. Oh, verdammt. Die ist direkt auf mich drauf gesprungen. Verdammt. Das ist eklig, da muss alles perfekt sitzen, sonst hast du keine Chance. Das ist die Stelle, auf die ich mich echt am wenigsten im ganzen Spiel freue. Wenn ich das überstanden habe, bleibt nur noch eine eklige Sache und das ist halt der Nightmare-Boss. Bin entkommen. Jetzt heißt es nur nicht drauf gehen. Ach ja, die Schleusen sind ja verschlossen.
der falsche Weg. Genau. Nee, da sind... Ach, Gott sei Dank. Eine Speicherstation. Habe ich das in dem SAX nämlich schon mal geschafft. Ah, da ist der Bossraum. Oh, na super. Oh. Alter! Gehe ich jetzt drauf, nur weil ich falsch gesprungen bin? Ja, nur weil ich einmal falsch gesprungen bin. Ah, zum Glück war da ein Speicherpunkt. Wird das ja eigentlich hin? Irgendwo. Okay.
So, und diesmal gerade fallen. Danke, Samus. Nein. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist ja fast so nervig wie beim Mother Brain. Plasmobeam. Puh. Damit habe ich jetzt den stärksten Beam. Im Beinbereich war ich noch nicht. Ach, Energietank ist immer gut. Nach oben. Ah, da kommen wir sogar durch. Da unten war doch ein Raum, wo ich noch nicht drin war. Ah ja. Sehr schön. Fehlt, glaube ich, nur noch Nightmare, dann habe ich das Schlimmste
geschafft. Zumindest, was ich mich noch so erinnern konnte. Sie haben also die Plasma-Beam-Fähigkeit zurückerlangt. Das ist überraschend. Dennoch sollten Sie das SAX meiden. Es könnte Ihnen immer noch überlegen sein. Nach wie vor fehlen Ihnen einige Fähigkeiten, von denen Ihr Überleben abhängt. Warten Sie eine Sekunde. Weitere Probleme. Moment. Ich habe die Ursache isoliert. Es gab eine Explosion im ARC-Datenraum. Samus, begeben Sie sich zu Sektor 5. Ja. Die Zerstörung muss enorm sein. Finden Sie heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ich glaube, jetzt kommt schon das mit Nightmare. Weil ja, da war ja in Sektor 5. Es ist noch viel schlimmer als befürchtet. Die Verwüstung wurde von einer Kreatur angerichtet, der die Forscher einen bezeichnenden Namen gaben. Nightmare. Oh, ich wusste es. Es handelt sich allen Anschein nach um einen biomechanischen Organismus, der militärischen Zwecken dienen sollte. Es verfügt über ungeheure Kräfte und kann sogar die Schwerkraft beeinflussen. Wir müssen annehmen, dass es zu einem X-Wirt geworden ist. Uns bleibt keine andere Wahl. Sie müssen es finden und zur Strecke bringen. Leider kann ich es nicht orten. Sind die Anweisungen klar? Ja. Dieses Monster ist außer Kontrolle. Beeilen Sie sich. Ansonsten zerstört es die gesamte Station. Oh, Nightmare wird ein Nightmare. Ja. Hier hat das Viech schon ein bisschen gewütet. Das ist der kaputte Datenraum. Ist das jetzt hier der richtige Weg oder ist das so ein... Ah, okay. Da brauche ich den Gravity Suit. Viel Spaß beim Duschen.
Glaube ich, hier war ein Speicherraum. Yep. Nein, nicht wirklich. Oh Mann, das wird richtig hässlich. Aber dieser weitere Energietank wird mir sicherlich behilflich sein. Oh Mann. Ich habe keinen Bock auf das Vieh. Verdammt. Das bringt den Emulator ein bisschen ins Schwitzen, merke ich gerade. Der Bruder ist traurig, weil er so viele Raketen frisst. Ich glaube, das war jetzt, dass der Emulator nicht ganz hinterherkam, zu verdanken, dass ich das mit einem Versuch geschafft habe. Beim ersten. Ja. Muss ich vom Bossraum aus Anlauf nehmen. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Screw Attack. Ach nee, da fehlen noch diese speziellen Missiles. Die fehlen ja auch noch.
Rote Schleuse. So. Verdammt, das war ein bisschen zu. Ah. Ich wollte eigentlich einen Schrägsprung machen. Etwas zu dicht. Sehr schön. Halt. So. So, hat das hier nicht so ein bisschen Donkey Kong was Unterwasser-Feeling? Also so ganz, ganz leicht. Natürlich nicht von der Musik. Rote Schleuse. Wieso bist du enttäuscht? Weil ich diesen ekligen Boss, auf den ich keinen Bock hatte, gleich geschafft habe, oder wie? Ich habe die ganze Zeit das Handy... Ja, und? Hat dir nicht gefallen, was du gehört hast, oder wie? Moment, du wolltest einfach nur, dass ich kurz irgendwie... Oh Gott. Dass ich praktisch symbolisch zu dir rüberschaue. Das wolltest du. Alter. Wenn du sonst keine weiteren Sorgen hast.
Hey, lieber Nonboy, ich habe heute mal so gar nicht aufgepasst bei dem Spiel. Wie weit bist du? Also ich bin eigentlich schon recht weit. Vielleicht, mal gucken. Theoretisch. Ich glaube, so viele Bosse kommen, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder ein paar Monate her. Ja klar, ich fahre mal eben rüber. Bin dann in 2 Stunden da, wenn ich gut bin. Ist doch erst hier lang. Nee, ich war da schon. Mit der Pumpgun auf zur Bank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Ja, stimmt. Keim, wir haben es dir 1000-mal gesagt. Drück die Y-Taste 1000-mal und du bist trotzdem gestorben. Keim, Keim, Keim. Keim, Keim. Drück Y. Keim, Keim. Drück Y. Keim, Keim. Drück Y. Ja, ja.
Kann ich den mit der Powerbombe wegdonnern? Nee. Nee, da geht's auch nicht lang. Oh, reicht da die Anlaufstelle? Muss eigentlich. Nee, hat nicht erreicht. Klingt an sich nicht schlecht, aber in meiner ersten Urlaubswoche geht es auf jeden Fall nicht, weil da bin ich auswärts. Da besuche ich meine Eltern und da kann ich da natürlich nicht streamen. Ich habe ab dem 15. Ist das nicht in ungefähr 2 Wochen? Ne, 3 Wochen. Ein Datenraum und da sind bestimmt diese Eismisseldaten drin. Also ich habe ab dem 15.8. Urlaub. Hey, Quaschi. Camus Aran, ja, so kann man das auch sagen. Sie haben selbst Ihre Mist aufgerüstet? Eigenartig. Saku hatte diesbezüglich nichts gemeldet. Sicher nur ein kleines Versäumnis. Dennoch hätten Sie keine Erlaubnis, Sicherheitssperren der Ebene 4 zu umgehen. Zukünftig halten Sie sich bitte an Ihre Anweisungen. Nun gut, Samus. Erinnern Sie sich noch an den Wachroboter, dem wir begegnet sind? Ich glaube, die X haben ihn infiziert. Oder vielmehr die organischen Komponente.
Seines da ist Neuralnetzwerkes. Er ist nun in Sektor 6 noch. Schwer zu beurteilen, welche Absichten er verfolgt, aber wir sollten es nicht abwarten. Samus, Sie wissen, was zu tun ist. Sind die Anweisungen klar? Ja. Suchen Sie unverzüglich Sektor 6 auf. Ja, dann machen wir das. Ja, klar, den Boss muss ich auch noch ein zweites Mal machen. Nein, Sektor 6 war da. Der Wachroboter scheint deutlich stärker geworden zu sein. Es gibt Anlass zur Sorge. Seien Sie äußerst vorsichtig. Dennoch haben wir noch ein weiteres Problem. Sie müssen umgehend Nock verlassen, nachdem Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Das SRX ist Ihnen auf der Spur. Sind die Anweisungen klar? Ja. Bleiben Sie nicht länger als unbedingt erforderlich. Barbara. Peter kann auch nicht sein. Ach so, okay. Dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Hier war nur... Ja. Nee, den Urlaub habe ich mir ja selbst ausgesucht, Quatschi. Da muss ich ihn schon mal verteidigen. Ja, Schleuser. Und wenn er mir Sonne-Urlaub geben könnte, würde er es nur machen unter Bedingung, dass ich DK2 spiele. Naja. Wenn ich daran denke, wie viel Spaß ich bei DK1 hatte, ist das mit denen besser als Arbeiten relativ. Am Stück oder was?
Ja, dann dafür brauche ich aber mehr Urlaub. Da brauche ich mindestens so, keine Ahnung, 2, 3 Jahre vielleicht, wenn ich gut bin. Ah, wo war denn dieser blöde Roboter? Du vergisst nicht, wie blöd ich mich anstelle. Oh, wo war dieses Mistvieh nochmal? Jetzt hier einmal irgendwo ein versteckter Bereich. Hier vielleicht? Es war auf jeden Fall im Bereich, wo Wasser war, weil das Mistvieh das unter Strom gesetzt hatte. Ja, hier war der Speicherraum. Gute Nacht, Wichte. War ich auch schon wieder. Ah, okay, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Oh nee, das ist glaube ich nur ein Geheimnis. Ja. Alles klar, Sonne. Danke, dass du dabei warst. Okay. Zu früh gefreut, hier war es nicht.
auch keine Wege, oder? Nee. Wo war das Mistvieh? Ey, das hat gerade so einen guten Lauf gehabt. Meine Streamzeit war jetzt eigentlich abgelaufen. Ich hatte zwar nur 4 Stunden angesetzt, aber ich dachte, ich könnte es jetzt noch schaffen. Dafür brauche ich die Screw Attack. Da bin ich ja jetzt schon lang. Oh, warte mal, hier geht's durch. Okay. Habe ich die ganzen Ehrenrunden noch ein bisschen umsonst gedreht. Jetzt dürfte ich ihn finden. Oh ja. Ich habe ihn gefunden. Hier ist auf jeden Fall die Kampfarena. Okay, dafür brauche ich den Wave oder die Fußbeam oder wie der hieß. Nee, nicht unbedingt. Wenn man natürlich nicht weiß, wo es lang geht, dauert das ja ein bisschen länger. Das ist halt wie bei allen Metroid-Spielen. Wenn du genau punktgenau dahin gehst, wo du hin musst, dann bist du schnell durch. Meine für Zero Mission für den Game Boy habe ich jetzt auch nicht so lange gebraucht. Auf jeden Fall dieser Bot noch. Ridley noch. Ich glaube jetzt nicht, dass ich noch was... Ja, okay. Jetzt. Da ist nämlich etwas drin, was die Föderation geheim halten möchte. Und da komme ich nur hin, wenn ich den... Ja. Wenn ich den Bot besiege. Und der dürfte jetzt... Der dürfte jetzt auftauchen, der Boss. Ja. Da ist er, der Bot. Ich höre ihn schon.
Halt dich doch oben fest, Samus! Und das springt höher. Oh. Oh. Ah. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Ups, falsche Richtung. Dachte kurz, ich versau das. Warning, no entry without authorization. Kannst du das Paket noch mitnehmen? No entry without authorization. Warning, no entry without authorization. War ein Speicherpunkt auf dem Weg? Ja, war einer.
No entry without authorization. Warning. 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 No entry without authorization. Ich gehe trotzdem rein. Hier ist nämlich ein Geheimtrakt und die Föderation will überhaupt nicht, dass Samus sieht, was die hier nämlich treiben. Die züchten nämlich Metroids. Und sogar, wie man sieht, hier die anderen Formen, die man aus Metroid 2 kennt. Ja. Samus beauftragen, eine Metroid zu vernichten, weil sie angeblich zu gefährlich sind, aber selber geheime Forschungen an denen durchführen. Schöne Heuchelei. Boah, ey. Oh, falscher Knopf. Nee, das war's noch nicht. Jetzt gibt's richtig Ärger. Samus, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sie haben Ihre Befehle missachtet. Vielleicht werden Sie schon bald den Preis dafür zahlen. Wie Sie sehen konnten, betrieb die Föderation ein Programm zur Aufzucht von Metroids, das geheim gehalten wurde. Natürlich dient es rein zivilen Zwecken. Ich gehe davon aus, dass Sie das verstehen. Aber vielleicht wussten Sie bereits von diesem Programm? Ihnen müssten noch Zweifel gekommen sein, als Sie Sektor 1 gesehen haben, SRX. Eine originalgetreue Nachbildung des Ökosystems von SR-388. Ein ideales Umfeld zur Zucht von Alpha, Gamma, Zeta und sogar Omega-Metroids. Im Rahmen dieser Forschung entwickelte man Verfahren, die das Wachstum erheblich beschleunigen können. Stellen Sie sich nur vor, ein Omega-Metroid, der innerhalb weniger Tage aus einer Larve heranwächst. Doch diese Studien sind nun abgeschlossen. Das X hat seinen natürlichen Feind aufgespürt. In diesem Moment befindet sich eines der SAX auf direktem Weg hierher. Eines? Soll das heißen, dass mehrere SAX existieren? Das sollte Sie nicht wirklich überraschen, Samus. Wie Sie wissen, vermehren sich X asexuell durch Zellteilung. Als Folge dieser biologischen Voraussetzung befinden sich mittlerweile nicht weniger als 10 SAX an Bord dieser Station. Samus, Sie müssen fliehen. Verschwinden Sie von hier, beeilen Sie sich. Ansonsten sind Sie leichte Beute für das SAX. Halten Sie lediglich an einem Navigationsterminal, um eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, was das HQ zu diesen jüngsten Vorkommnissen sagen wird. Sie sollten schleunigst Bericht erstatten. Sind Ihnen die Anweisungen klar? Ja. Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg. Der wahre Adam hätte mein Verhalten ebenfalls kommentiert, doch er hätte angemessen reagiert. Seine Kritik war vielleicht schonungslos, aber dennoch verantwortungsvoll. Er war keine Maschine, die von ihrer Pflicht besessen ist. Ein Computer ist zu einem solchen Verständnis nicht fähig.
Ich ziehe das jetzt noch durch. Hab das Spiel gleich durch. Es müsste jetzt wirklich nur noch auf dem Weg, müsste ich jetzt noch Ridley begegnen. Beziehungsweise der X-Imitation von ihm. Und wie kann ich die nochmal besiegen? Uff, das habe ich ja völlig vergessen. Oder konnte ich sie nur mit der Screw Attack? Gucken wir mal hier zuerst rein. Ah, hier brauche ich die Screw Attack, verdammt. Ja. Warte mal, vielleicht kann ich die mit der Fake Screw Attack besiegen. Ah. Ah. Von hinten was. Nee, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Das aber auch. Okay. Das ist einfach nur ein Fallenraum gewesen.
Oh, das dürfte sogar der Ridley-Bossraum jetzt schon sein. Jupp, da ist er. Alter, das ist für den Emulator gerade wieder zu viel. Jupp. Ja, groß ist er nicht. Ja, das war aber eine X-Kopie von Ridley. Nee, es gab schon größere Bosskämpfe. Also größere Bossräume, meine ich. So, jetzt sollte ich alle Fähigkeiten haben. So, da oben ist ein Speicherraum, den sollte ich noch in Anspruch nehmen. Aber dass der Emulator gerade so abgekackt ist, hätte ich nicht gedacht. Auf dem Emulator habe ich das Spiel noch nie gespielt. Aber warte mal, brauche ich doch gar nicht. Jupp, wir sind wieder am Haupttrakt. Ne, wir sind in Sektor 1. Und dass da gerade eine Metroid-Hülle lag.
Ich würde mal sagen, kein großer Umweg. Ja, da lang und dann hoch. Nehmen wir auch schnell mit. So, jetzt müsste eigentlich der finale Befehl kommen. Samus, wir sind hier fertig. Überlassen Sie das weitere Vorgehen der Föderation. Wir sollten uns nun darauf vorbereiten, die Station zu verlassen. Soll das ein Scherz sein? Hat die Föderation überhaupt eine Vorstellung davon, welche Gefahr von den X ausgeht? Wie schnell sie sich vermehren? Die Föderation interessiert sich durchaus für die X, sowie das SAX. Man denkt, dass diese Lebensform ein nahezu endloses Potenzial für verschiedenste Anwendungen hat. Unfassbar. Die X bedrohen die gesamte zivilisierte Galaxie. Ein fataler Irrläufer der Evolution. Ich weiß, welches Potenzial sie wirklich haben. Sie sind imstande, die gesamte interstellare Bevölkerung auszuradieren. Es ist nicht erforderlich, dass sie diese Angelegenheit verstehen. Die Föderation ist auf dem Weg hierher. Noch können sie ohne großes Aufsehen verschwinden. Das ist reiner Irrsinn. Sie haben nicht die geringste Chance. Diese Station wird die Truppen regelrecht verzehren. Und was bitteschön soll diese Risiken aufwiegen? Ein Exemplar des SAX einzufangen zu Forschungszwecken. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Man glaubt doch nicht wirklich an einen Erfolg. Sicherlich wird es nicht einfach sein. Und niemand rechnet mit ihrer Hilfe. Man weiß, dass sie versuchen würden, das SAX zu vernichten. Deshalb wurde die Bereitstellung von Hilfsdaten gestoppt. Die Plasma-Beam-Daten sind bereits seit geraumer Zeit verfügbar, doch man hielt sie bewusst zurück, um sie an einem Angriff auf das SAX zu hindern. Aber dann gelang es ihm irgendwie selbst, diese Fähigkeit wiederzuerlangen. Auch die Diffusionsmissile-Daten sollten zurückgehalten werden, um sie nicht zu gefährlich werden zu lassen. Doch die Daten waren bereits unterwegs und ihnen ist es gelungen, sie aufzuspüren. Wirklich beeindruckend, Samus. Die Mission muss sofort abgebrochen werden. Öffnen Sie einen Kanal zum Hauptquartier. Ich kann das nicht zulassen. Nun, wir sind bereits auf dem Weg hierher. Diese Narren. Sobald die Föderation gelandet ist, werden die X die Besatzung befallen und ihr Wissen und ihre Stärken absorbieren. Die X liegen auf der Lauer, bereit die Jagd zu eröffnen, und dann werden sie sich im ganzen Weltall ausbreiten. Es wäre das Ende der gesamten zivilisierten Galaxie. Die Gier der X nach fremden Lebensformen, Wissen und Macht ist unersättlich. Und all diese Attribute ahmen sie perfekt nach. Nur die Persönlichkeit ihres Wirtes können sie nicht reproduzieren. Es ist erschreckend, wie effizient sich ihr instinktives Ziel verfolgen, sich zu vermehren und auszubreiten. Womöglich steht uns die schlimmste Epidemie der Geschichte bevor. Doch die Föderation unterschätzt diese Gefahr. Unter gar keinen Umständen dürfen die X diesen Ort verlassen. Ich muss noch vor dem Eintreffen der Föderation dafür sorgen, dass die gesamte Population vernichtet wird. Die Station hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ich muss ihn aktivieren. Nur so ist es sicher, dass sämtliche X hier und auf dem Planeten dort unten vernichtet werden. Ich werde sie zum Teufel jagen. Sie, die Station und mich mit ihnen, falls es sein muss. Ja, nun lässt man mich nicht gehen. Öffnen Sie die Schleusen.
Ich habe Order, sie festzusetzen, bis die Föderation eingetroffen ist. Das dürfen Sie nicht zulassen. Begreifen Sie denn nicht, was passieren wird, Adam? Adam? Wessen Name ist das? Der eines Freundes von mir. Und dieser Freund, was hätte er Ihnen jetzt geraten? Ihm wäre bewusst, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Selbstzerstörung einzuleiten. Er hätte begriffen, was wirklich auf dem Spiel steht. Dieser Adam, hat er etwas auf sie gegeben? Ich meine, hätte er sie aus einer sicheren Kommandozentrale heraus in den Tod geschickt? Er hätte gewusst, dass manche bestimmt sind zu leben und andere zu sterben. Er kannte die Bedeutung dieser Worte. Er selbst hatte einst ein solches Opfer geleistet. Dann hat er sie ausgewählt zu überleben, unsere Kämpferin für die gerechte Sache, Samus Aran. Ihr Adam gab sein Leben, damit sie ihres behalten konnten. Und zum Wohle des gesamten Universums. Wie töricht von ihm. Was fällt Ihnen ein? Sie, eine Maschine mit ebenfalls künstlicher Intelligenz, werden so etwas nie begreifen. Ihnen ist doch klar, dass eine Sprengung dieser Station im äußersten Orbit nicht zweifelsfrei sämtliche X-Parasiten auslöschen wird, nicht einmal falls die Station komplett vernichtet würde. Dazu müsste man noch die letzte verbleibende Bedrohung der zivilisierten Galaxie beseitigen, nämlich Sie. Sie müssten sich dieser simplen Tatsache fügen und den Tod wählen. Adam traf sozusagen eine Fehlentscheidung, als er ihnen das Leben ließ. Wenn du die Umlaufbahn der Station abändern würdest, geriete der Planet eventuell in den Detonationsradius der Selbstzerstörung. Du müsstest die Antriebssequenz unverzüglich ändern, noch bevor die Föderation hier eintrifft. Samus, dies ist deine letzte Mission. Begib dich zur Brücke und bring von dort aus die Station auf Kollisionskurs mit SR-388. Kehre danach zu deinem Schiff zurück und verschwinde. Aber beeil dich und pass auf dich auf. Das ist ein Befehl. Irgendwelche Einwände, Lady? Gleich durch. Hätte nicht gedacht, dass ich es doch in einem Stream schaffe, wenn auch nicht ganz innerhalb der Zeit. Jetzt muss ich hier noch... Ja, nicht ganz oben. Oh. Nehmen wir noch mit für die Prozente. Nee, es ist das falsche Oberdeck. Speicherraum komme ich auch nochmal vorbei. Perfekt. Falls ich den letzten Kampf vermassele. Aber eigentlich bin ich ganz gut vorbereitet. Würde ich erstmal behaupten. Obwohl schon eine ganze Weile her ist. Ein bisschen nervös bin ich schon.
Verdammt. Die ist doch nicht immer in die falsche Richtung. Verdammt! Ah. Paar Mal in die falsche Richtung geschossen. Das ist hier tödlich. Wenn ich da aus dem Rhythmus rauskomme, macht ihr einen fertig. Ah ja. So, Runde 2. Verdammt! Okay, das ist gut. Erste Phase geschafft. Geschafft. Ja. Und das Vieh haust jetzt ab. Puh. Und jetzt der letzte Countdown. Propulsion sequence activated. Destination planet SR 388. Destination planet SR 388. Dank. Jetzt gibt es so ein klitzekleines Problem. Mein Schiff ist weg. Dafür jemand anders da. Ein Omega-Metroid.
Geschafft! Ja, Metroid war noch nie was für Kinder, wirklich. Auf Wiedersehen, Station. Auf Wiedersehen, SR 388. Mögt ihr alle zum Teufel gehen. Eine strategische Meisterleistung. Der Geist von Adam Malkovich steht selbst nach seinem Tod noch zu Diensten. Bis heute wusste ich nichts davon, dass die Persönlichkeiten von Befehlshabern und Forschern im Netzwerk eingespeist wurden. Unser jüngstes Aufeinandertreffen hat das zivilisierte Universum vor dem Niedergang bewahrt. Doch wie werden die Bewohner dieser Galaxie unseren Entschluss bewerten? Ich bezweifle, dass sie verstehen werden, was wir taten. Ja, welche Bedrohung wir in letzter Sekunde abwenden konnten. Stattdessen wird es endlose Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen geben. Und man wird uns dafür verantwortlich machen. Adam wusste das. Während ich versuchte, meine Wut zu bändigen, sprach er zu mir. Mach dir keine Sorgen. Jemand wird es verstehen. Es wird einen Menschen geben, der das alles versteht. Ich habe über seine Worte nachgedacht. Und ich begreife, welche Weisheit in ihnen steckt. Wir alle sind Gefangene der Erfahrungen, die wir bislang sammelten. Danke, danke. Sie definieren die Grenzen unseres Bewusstseins. Doch es liegt in der menschlichen Natur, letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Adam hat mich das gelehrt. Doch eine Kleinigkeit lässt mir nach wie vor keine Ruhe. Dieses Schiff lässt sich nur manuell starten. Doch bevor ich dem Omega-Metroid begegnete, ist es aus dem Hangar geflogen. Jemand muss es gesteuert haben. Kann es sein, dass Adam? Lady? Was grübelst du? Fragst du dich, wie ich das Schiff starten konnte? Du hast keinen blassen Schimmer, was? Unsere neue Besatzungsmitglieder gingen mir zur Hand. Die Tierchen haben das Schiff gerettet. Sonst wäre es vom Omega Metroid zerstört worden. Oh, dass ich das echt in einem Stream noch durchkriege. Hätte ich 5 Stunden angesetzt, hätte ich das noch locker geschafft innerhalb der geplanten Zeit. Aber so ist auch noch okay. In einem Rutsch durchgedonnert. Aber ich bin gespannt, wie lange ich jetzt in der Ingame-Zeit gebraucht habe. Hui, dass ich den letzten Bosskampf einmal versaue, ein bisschen peinlich, wenn ich bedenke, wie oft ich den schon gemacht habe. Teilweise sogar ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, weil ich da einfach so perfekt meinen Rhythmus drin hatte. Aber vermutlich waren die Tasten auf dem Gameboy noch ein bisschen anders als auf dem Pro-Controller. Ja, also das war im Grunde die kleine Metroid-Reise, die ich über die letzten Streams gemacht habe. Vom Remake des ersten Teils Zero Mission, dem originalen zweiten Teil, Super Metroid und Metroid Fusion. Ui. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Du meinst die Prime-Spiele? Ja, das Problem ist, Metroid Prime 1 und 2 sind für den Gamecube, ja, aber Prime 3 nicht. Das kam für die Wii. Und das ist auch auf die Steuerung entsprechend ausgelegt gewesen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie lange ich gebraucht habe und wie viele Items ich gefunden habe.
Ich könnte... Unter 3 vielleicht? Unter 3. Müsste unter 3 sein, wenn sie den Helm abnimmt. Was? Knapp über 3? Oh, dann habe ich... wie viel Prozent dann? Ach nee, es war, glaube ich... Ich dachte, unter 3 war für Helm und unter 2 war für, dass den Anzug komplett auszieht. Oh, ich habe das nicht mal im Kopf. Na, ich habe das Metroid 1 Remaster für die Switch. Rein theoretisch könnte ich auch noch Metroid Dread spielen, also Metroid 5. Ich habe aber keine Capture Card für die Switch. Und die sind auch nicht gerade günstig. Ja, die Trilogie kam dann auch nochmal raus für die Wii. Auf der habe ich es dann gespielt, weil auf dem Gamecube habe ich es nicht gespielt gehabt. Ich habe praktisch die Wii-Version gespielt gehabt. Aber 5 Minuten über 3 Stunden, das ist ärgerlich. Nein, nicht komplett. Ihren Unteranzug lässt sie ja noch an. Das sind dann Shorts und ein Top. Das lässt sie noch an. Aber halt ihren Kampfanzug, den zieht sie halt komplett aus. Und ich habe das schon mal geschafft in der Zeit. Dass ich das unter... Waren es unter 2 Stunden? Alter, wenn ich jetzt nachgucke, das heißt, es waren unter 3 Stunden und ich das jetzt um 5 Minuten vergeigt habe, weil ich diesen blöden Bot da in der Noctua-Zone ewig gesucht habe. Oh, das wäre dann natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, eine gewisse Anzahl an Items hätte ich trotzdem finden müssen. Aber das jetzt nur knapp 50% waren? Nur die Hälfte? Wie gesagt, wo ich das Spiel noch richtig gut im Kopf hatte, habe ich das auf jeden Fall gemacht. Dass ich versucht habe, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Und da habe ich auch dieses letzte Ende, wo es halt nur in Top und Shorts halt dann da sitzt, habe ich dann wirklich freigeschaltet. Das habe ich einmal geschafft. Und wenn ich da vielleicht mal ein Speedrun versuche, würde ich vorher natürlich üben. Und das wäre etwas, was ich, glaube ich, dann auf meinem eigenen Kanal machen würde. Das wäre, glaube ich, jetzt das Soccer-Spielchen, das nochmal zu spielen, glaube ich, nicht so interessant. Aber wie gesagt, Decade 2 steht ja auch noch an. Ich habe ja auch noch ein paar andere Spiele für Soccer-Stübchen im Sinn. Gucken, wann ich damit anfange. Da muss ich noch einiges vorbereiten. Technischer Seite aus. Das war auf jeden Fall meine wieder kleine Metroid-Reise. 1, 2, 3 und 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und habe auch jetzt echt geflucht. Würde ich mal sagen. Zu wen könnte man denn raiden? Ich bin für Vorschläge offen. Wenn ihr jemanden habt. Beinchen 98, 89. Ah, spielt gerade Link to the Past, ne? Ah ja, alles klar. Na gut, dann sage ich mal, danke für alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe dann die Aufzeichnung, ob die lange Version oder die Highlights-Version auf den YouTube-Kanälen vom Zockerstübchen werden euch dann ebenfalls gefallen oder haben euch gefallen, wenn ihr das jetzt im Nachhinein geguckt habt. Ich starte dann jetzt mal den Raid. So. Und sage dann einfach mal, ciao, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.